3 Radler, 5 Monate, 11 Länder. Eine Fahrradreise quer durch Eurasien. Von der Türkei aus über den Iran, Armenien, Georgien, Russland, durch Osteuropa, zurück nach Deutschland. Das Ganze so nachhaltig wie möglich. Fahrrad statt Flugzeug, Strom nur aus Solarpanels oder Nabendynamos und nie aus der Dose. Wasserfilter statt Einwegplastikflaschen und genauer Dokumentation von allem, was wir kaufen und konsumieren. Unsere Route hat uns von Istanbul über Izmit, Bursa, Izmir, Mula und Kasch nach Olympos in der Nähe von Antalya geführt. Nach den anstrengenden Vorbereitungen waren wir froh, endlich im Sattel zu sitzen und alles geschafft zu haben. Die ersten Tage sind wir fast ausschließlich gefahren. Dabei haben wir erst einmal viel herumprobiert. Kleine Straßen und große, Berg und Tal, Sonne und Regen, Schuhe versus Sandalen und Kochen versus Essen gehen. Die größte Herausforderung war aber erst einmal unsere Ausrüstung kennenzulernen. Denn fast alles war neu. Angefangen bei den Fahrrädern, über unsere Stromversorgung und elektronischen Geräte bis hin zu unseren Klamotten. Ja, und wir haben uns gerade hier einen Weg über GPS rausgesucht, der als Fahrradweg gecheckt wird. Aber war dann doch etwas, naja. In Deutschland würde ich sagen ein Single Trail wahrscheinlich. Nur, dass man nicht runterfährt mit dem Mountainbike, sondern hoch mit dem Tourenrad mit 50 Kilo Gepäck. Ja, der Weg verändert sich dann halt immer so ein bisschen, gell? Vorher war es verwachsen, jetzt ist es voller Felsen. Ich glaube, wir sind die ersten Leute, die überhaupt hoch mit dem Fahrrad in diesem Weg hier fahren. Und ich glaube, auch in den nächsten Jahren wird auch keiner mit dem Tourenrad hier lang fahren. Ich hoffe nicht. Das wäre nicht schlimm. Aber ein bisschen Spaß hat es ja schon auch gemacht. Ja, Spaß hat. Alles absurd. Genau, vielleicht nicht so viele Kilometer. Ich glaube, sind wir in 2 Stunden schon 6 Kilometer gefahren. Ich glaube, unser Plan mit die Berge umfahren, damit es ein bisschen schneller geht. Oh. Das Wetter war leider ein paar Tage regnerisch und obwohl die Zelte dicht sind, war irgendwann alles feucht. Umso mehr haben wir es dann genossen, bei den Eltern von einem Freund zu übernachten. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen, es gab gutes Essen und unsere Klamotten wurden gewaschen. Wie bei Mama. Unser nächster Aufenthalt war Izmir, die wohl westlichste Stadt der Türkei. Wir kamen bei Mustafa unter, einem Studenten, der gleich seine Freunde eingeladen hat. Unsere Reise führte uns weiter Richtung Süden und auch das Wetter wurde wieder besser. Hier war es noch flach und wir fuhren Kilometer für Kilometer auf den Spuren der Römer und den Griechen.
Unser Ziel aber war der Baffa-See, der an einem etwas entlegeneren Eck der Westtürkei liegt. Wir fanden einen wunderschönen, gemütlichen Ort. Hier konnten wir nach den anstrengenden Anfängen entspannen, Erlebnisse verarbeiten und so richtig auf der Reise ankommen. Und unseren anderen Leidenschaften nachgehen. Das war sehr entspannt mal wieder. Dann einmal ein Ort zu sein. I spot the server coming down the line. I empty cup, that's the clearness. 30 said, come on, you dirty hack, into the district court. Into the courtroom I trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw the little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man. Hold the verdict in his right hand. The verdict delivered in first degree. I hold it, Lordy, Lordy, have a mercy on me. And yet he smiled as he picked up his pen. Als aus der Ostukraine und vor allem von der Krim bedenkliche Informationen kamen, haben wir uns damit angefreundet, dass wir unsere Route ändern müssen. Wir werden sie so wählen, dass genug Zeit für Spontanität und vor allem zum Genießen bleibt. So, wie wir es in Baffa getan haben. Arkdenis. Und los ging ein dreiwöchiger Abschnitt an der Mittelmeerküste, beginnend natürlich erstmal mit einer Runde Schwimmen und einem festlichen Strandmahl unter Palmen. Naja, fast. Vorbei ging es an Gewächshausstätten, sicherlich auch mit vielen Tomaten, die in Deutschland landen, Orangenplantagen mit frisch gepresstem Orangensaft, bei dem wir kurz ins Paradies abgetaucht sind, und ein paar wenigen Hotelburgen. Vor allem aber entlang wunderschöner Steilküsten mit türkisen Oasen dazwischen. Kurz hinter Kerkan gab es in einer Kurve dann gleich 2 Volltreffer. In beeindruckenden Höhlen hinter der Brücke entdeckten wir Kletterhaken und vorne dran einen wunderschönen kleinen Strand. Da wir ohne viel Wasser und Essen unterwegs waren, warfen wir eine Münze. Sie ergab weiterfahren. Nach 100 Meter drehten wir aber dann trotzdem um. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Genau so war der Blick heute Morgen, als wir aufgewacht sind. Nach einer Nacht am Strand unter einem extrem klaren Sternenhimmel ging es morgens dann erstmal mit Klettern los. Langsam mit großem Hunger nahmen wir schnell unseren ersten 3-Lira-Job an, der uns zusätzlich Gözleme einbrachte. Als sehr lustigen Abschluss am Kaputaş-Plage bekamen wir noch von einem neu gewonnenen Arkadaş Reifen und Paddel für einen Ausflug in die Pirate Cave.
Wer schon mal ausprobiert hat, sich mit Reifen und Paddel in etwas höheren Wellen fortzubewegen, versteht sofort, warum lustig. Danach ging es dann nach Olympos, wo wir einen längeren, sehr schönen Stopp einlegten. Damit geht es dann im nächsten Video weiter.